der Hammer. Was eine geile Stadt. Buenos Aires ist der absolute Mega-Knaller. Wir sind jetzt seit 1,5 Wochen hier. Wir haben total viele Leute kennengelernt. Die Argentinier sind mega gastfreundlich, nehmen uns an die Hand, geben uns geile Tipps. Die haben uns zum Essen eingeladen, also sind sehr gespannt. Zuallererst mal werden wir jetzt aber einen ganz berühmten Ort hier in Buenos Aires besuchen. Man kann sagen, die Seele der Stadt. Und ja, das ist das Erste, was wir jetzt machen. Los geht's nach dem Trailer. Die Menge an Bussen, die in Buenos Aires verkehren, ist enorm. Wir waren überrascht zu sehen, wie die Menschen in geordneten Schlangen auf die Busse warten. Es ist notwendig, dem Fahrer per Handzeichen zu sagen, dass man einsteigen möchte. Sonst fährt er einfach vorbei. Bei dem Ticket handelt es sich um eine Karte, die mit dem gewünschten Betrag aufgeladen wird. Beim Besteigen des Busses wird die Karte durch ein Lesegerät gezogen, nachdem man dem Fahrer sein Ziel mitgeteilt hat. Jetzt wird der Betrag vom Guthaben abgebucht. ¿Van a tomar una cerveza sola? Sí. ¿Es? ¿Para qué te acompaño, Dani? Wow. Perfecto, muchas gracias. Die Zone, in der wir gerade waren, heißt Caminito. Das sind diese bemalten Häuser und das ist echt beeindruckend schön. Und direkt nebendran ist ein absolutes Wahrzeichen der Stadt, das Fußballstadion von La Boca. Aguante Boca, amigo, aguante Boca, para la gente de Brasil, aguante Boca. Oye, suerte para vosotros, suerte. Ja, total geil, ey. Wir sind hier in der Zona La Boca, heißt es. Das ist bei dem Fußballstadion von diesem weltberühmten Fußballverein La Boca. Und warum ist der weltberühmt? Weil Diego Armando Maradona hier seine Karriere gestartet hat.
Und die leben das hier echt noch. Also das ist echt total krass. Also Fans vom deutschen Fußballverein sind bei weitem nicht so überzeugt wie die hier. Und die ganze Zone ist total cool, gibt leckeres Essen, alle rennen hier in Vereinsfarben rum. Auf jeden Fall total cooler Ort hier. Hopp, pass auf. Ja, und die Preise für die Tickets, die sind für hiesige Verhältnisse komplett astronomisch. 50.000 Pesos, das sind ja, 80 Euro, wären das für uns in der Umrechnung. Also ja, genau, Schwarzmarkt. Und dann noch der Umrechnungskurs, den wir derzeit zahlen. Wenn man das umrechnet, was die Argentinier selber zahlen, dann ist man da mit 120 Euro dabei. Das ist schon richtig krass für argentinische Verhältnisse. Sicherlich interessant, werden wir uns heute aber nicht antun. Ja, vielleicht beim nächsten Mal. Das Ding ist richtig lecker, heißt Churipan. Und Churipan bedeutet Chorizo mit Pan, also Wurst mit Brot. Und dazu ist so eine richtig leckere Soße. Also ich flieg weg, das ist der mega Knaller, mega lecker. Also sehr fettig, aber sehr gut. Ja. Man vergisst immer wieder, wie riesengroß diese Stadt ist. Wenn wir irgendwo aussteigen und ein Stück laufen wollen, dann ist es nicht ein Stück, sondern gleich ein halber Marathon. Wir müssen unbedingt die Informationen einholen, wie wir mit der Fähre nach Montevideo kommen, weil da ja in ein paar Tagen, anderthalb Wochen, unser Auto ankommt. Und wir müssen wissen, ob wir mit den Hunden reisen können, ob unser Auto da reinpasst. Und die Info holen wir uns jetzt. ¿Está permitido en la colonia? En la colonia está permitido, pero solamente a esa colonia. Allá en Montevideo a los perros a viajan en la baulera del colectivo. Vale, en este caso creo que recogimos un coche ahí. Ok, perfecto. Ahora no tenemos coche, pero vamos a Uruguay, recogimos nuestra furgoneta y volvemos otra vez aquí con la Ok, furgoneta. la altura máxima es de 2 metros 10 del auto. Vale. Ahí depende, igual depende del tipo de barco en el que usted venga, porque hay uno que tiene un poquito más que creo que llega a 2.30. Pero más de 230. Pero más de 230 la no furgo va. está alta 250 y pico, entonces en el barco Claro, no en el cabe. barco no va a pasar. Tenemos que hacerlo para la calle. Exactamente. Pues. Wir fahren nach Hause. Das ist total cool mit den Bussen, weil die sind echt schnell. Ne? Das ist echt mega geil. Und vor allem die Stadt ist sonst total zugestopft. Also du kannst hier nicht mit dem Auto fahren oder zumindest schnell. Ja, und mit den Bussen funktioniert super. So, jetzt noch durch die halbe Stadt Buenos Aires und dann zu Mali und Wilma. Guten Morgen. Ja, also wir sind ja heute geweckt worden von etwas, was ich wieder mal überhaupt nicht erwartet hätte. Wir haben euch doch im letzten Video gezeigt, dass wir hier am Deutschen Platz sind. Und heute ist Tag der Deutschen Einheit und der wird hier gefeiert, was ich überhaupt 0,0 erwartet hätte. Hier sind jetzt alle Fahnen aller Bundesländer und hier ist eine riesige Musikkapelle gekommen und jetzt wird hier ordentlich mit Rumstati und Tralala der Tag der Deutschen Einheit gefeiert. Auch nicht schlecht.
Ja, und was auch total cool ist, wir haben, als wir letztes Mal im Fußballstadion in La Boca waren, da haben wir jemanden kennengelernt, der so Hunde, ja, hilfsbedürftigen Hunden hilft. Und wir haben ja diese Hundeboxen vom Flug, die wir nicht mehr brauchen. Und deshalb treffen wir jetzt Mary, heißt sie. Und Mary ist eben die, ja, wie soll man sagen, die Chefin von diesem Hunderefugio, also von diesem Hundeheim. Und die steht jetzt hier schon und die wird unsere Flugkisten abholen. Oh, die schenken wir denen, weil die können damit mehr anfangen als wir. Wir brauchen sie jetzt erstmal nicht mehr. Hola Mary. Mira, le estaba poniendo el cinto. Acompáñame a venir, Mochi Mochi. Hola, ¿cómo estás? Sí, todo bien, todo bien. ¿Tú? Una cama hier, Bulli. Estos son nuestros dos. ¿Cómo te va? Vende, mira bien. Permiso. Hola, ¿cómo estás? Permiso. Bien, gracias a Dios. Qué bueno que al final ha funcionado. Bien, Permiso, un gusto. Es un grande, ¿no? Ciao, piacere, Alessandro. Encantado. buenísimo. Estos son Bueno, las papas. Esta es llevamos más uno. chiquitita y esta Ah. ¿Esto cómo es? Cuando mira, espera. Esto lo sacás y lo pones de arriba. Sí, perfecto. Sono uno No, del- pero es el tema del plástico este. Sí, cuando tú abres, mira. Como esto y si abres aquí. Abre. Aquí son estos para cerrar. Estos se ponen aquí, Sí, sí, sí. se fijan. Ok, Y ok. clac, y se fijan bien. Buenísimo. Y Mary, ¿qué tal? ¿Todo bien? Está Está abajo. Ah, está abajo, en el entonces auto. me voy a saludarla ahora. Muy feliz. Muy feliz de encontrar gente como ustedes, que, bueno, que nos ayudan, como todos los días. Encontramos gente solidaria que nos ayudan acá. Pero la verdad muy feliz porque, bueno, por la cantidad de perros que tenemos y ¿Cuántos perros tenéis? 40. 40 perros. Son 42, pero 2 se van en adopción. Bueno, Sí, se van para el lado de Longchamp, provincia de Buenos Aires. Ah, ok. Tiene que venir el señor Y lo recoge. bueno, y con él nos vamos hasta la casa para yo saber a dónde van. lo hace Sí, completo hasta el final, que sabes Sí. cómo se... Así que me quedan 40. Bueno, Y bueno, y hoy con un poquito de angustia con la bebé, ¿viste? La chiquitita Aquí tiene. tuvo un bebé No, no lo vi. y se murió. Oh. Y ella está llorando. La madre. Sí. Mi sobrina se fue a España y dejó a ella. Y salí premiada. Y bueno. Y después de la pandemia volvieron a hacer lo que Ciao Mary. Chao chicos, chao, gracias. Ciao, de nada. Cool, das hat alles total super geklappt. Die Kisten sind weg. Wir sind glücklich, dass die Kisten raus sind bei uns aus der kleinen Bude. Und ich habe den Eindruck, dass Mali und Wilma auch glücklich sind, dass sie diese blöden Kisten nicht mehr sehen müssen. Also eine absolute Win-Win-Situation, zumal wir ja auch Mary geholfen haben. Und Mary widmet sich mit ihrem ganzen Herzen streunenden Hunden. Wir mögen das Projekt, wir finden es total süß, was sie da macht. Und deswegen sind wir total froh, dass unsere Kisten jetzt eine vernünftige Verwendung finden. Wir brauchen sie definitiv die nächsten Jahre nicht mehr. Mal eins dazu gesagt, wir sind generell total überwältigt von der Freundlichkeit der Menschen hier. Wenn wir durch die Straßen laufen, lernen wir sehr schnell Leute kennen. Und es passiert, ja, wie soll ich sagen, innerhalb von Minuten, dass ein schönes Gespräch zustande kommt. Wir, obwohl wir eigentlich weitergehen wollten mit den Hunden Gassi, schnell eine halbe Stunde stehen, es entsteht ein reger Austausch. Und ich muss wirklich sagen, ich habe in den letzten Jahren nicht so viel mit Fremden gesprochen oder nie so viel mit Fremden gesprochen, wie es hier der Fall ist. Das Schöne ist, wir bekommen dadurch natürlich jedes Mal Tipps zu Buenos Aires und lernen dadurch die Stadt von einer völlig anderen Seite kennen und das mögen wir sehr. Wir sind sogar letztens zum Wasserschweinessen eingeladen worden. Wasserschwein kennt man auch unter dem Namen Capivara. Alessandra hat gesagt, sie wird die Wasserschweine definitiv niemals essen, weil die einfach so niedlich und so nett sind.
Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich es probieren möchte, aber sicher ist, Alligator wurde uns auch angeboten, den probiere ich. Was uns als etwas total Besonderes aufgefallen ist, was ich noch nie an einem anderen Ort gesehen habe, ist, dass die Argentinier, alle, die wir getroffen haben und länger mit denen gesprochen haben, total dankbar waren. Und zwar dankbar, dass wir ihr Land besuchen. Also die sind total stolz auf ihr Argentinien und fragen uns immer, wie gefällt dir Argentinien? Kommst du wieder? Wirst du wiederkommen? Und gestern fragt mich einer, wirst du Argentinien deinen Freunden empfehlen? Das ist eine total geile Frage, habe ich so auch noch nicht gekriegt. Finde ich total süß und das finden wir sehr einzigartig. Zwei neue Freunde, die wir hier kennengelernt haben, sind Matthias und Jorge. Und Matthias und Jorge sind eigentlich Feuerwehrleute. Und wir waren total verwundert, weil wir die kennengelernt haben mit schusssicheren Westen und einer Pistole hier vorne drin stecken. Und vielleicht habt ihr die im letzten Video ja bemerkt, also das sind Matthias und Jorge. Und Feuerwehrleute hier in Buenos Aires sind bewaffnet und werden, wenn kein Brand ist oder kein Notfall vorliegt, dazu eingesetzt, Plätze oder Parks zu bewachen. Das bedeutet, die Feuerwehr hier aufgrund der hohen Kriminalität wird zu Polizeizwecken eingesetzt und ist bewaffnet. Ja, und die beiden, die wollen uns heute einen wunderschönen Ort zeigen, der heißt Carlos Ken. Und Carlos Ken ist eine kleine Ortschaft in der Peripherie von Buenos Aires, also so eine Stunde Fahrt circa. Und da fahren die Porteños, so heißen die Einwohner von Buenos Aires, hin, um sich zu erholen, um die Stadt zu vergessen. Das soll wohl total urtümlich sein, leckeres Fleisch geben. Ja, natürlich in Argentinien gibt es lecker Fleisch. Und generell schönes Essen, ein Wochenmarkt oder ein Wochenendmarkt ist da auch mit Handwerkskunst. Also da sind wir wirklich sehr gespannt drauf, freuen wir uns, die holen uns gleich ab. Ja, und dann geht's los. So, wir sind da in Carlos Ken und jetzt habe ich erstmal die Tür aufgemacht und den nächsten hier ausgebremst. Okay. So, wir sind angekommen in Carlos Ken. Das sind bestimmt 60, 70 Kilometer außerhalb von Buenos Aires. Und das ist wie so eine alte Bahnstation. Das sieht hier fast aus wie so ein Westerndorf. Und hier kommen die, wie ich schon gesagt habe, die ganzen Argentinier hin, um sich zu erholen aus der Stadt. Es riecht hier überall nach Grill. Also es riecht so intensiv nach gegrilltem Rindfleisch, dass man gleich Hunger kriegt. Also ich freue mich schon wahnsinnig drauf und bin absolut gespannt. Ja, weil es hier sehr, wie soll ich sagen, hier grillen die das nicht über dem Feuer, sondern an dem Feuer. Und ja, auf jeden Fall auf eine ganz andere Art. Und bin mich total gespannt drauf, wie das schmeckt. Ja, total cool. Das heißt Parrilla Libre, also freies Barbecue. Und die grillen hier wirklich alles. Und man kann einfach so oft essen oder so oft Fleisch holen, wie man möchte. Zahlt einmal einen Eintritt. Und es riecht so unglaublich gut. Ich habe so einen Hunger. Ich freue mich so sehr drauf. Ja, bin gespannt, wie es schmeckt. Und mal gucken, wie viel ich da heute reinkriege. Vai, baby. Tú primero, yo tengo que aprender algo. Castillo para mí, por favor. ¿Tiene un pedacito?
Chinchu, hoy te traigo. ¿Cordero también? Sí. Yo también cordero, por favor. Chincho, sí. Gracias y cordero para mí. ¿Qué sigue? Gracias, yo me pongo al lado. Buena, ¿qué tal? Chinchu, dale, ahí te traigo. ¿Está bien así o quiero un pedacito más? Sí, un poquito más. Gracias. Yo quiero el chimichurri. Aquí viene, dame plato. Aquí al cordero. ¿Cómo más? A veces se usa poco, ¿Qué sigue? es muy intensivo. ¿Qué tal? Un pedacito de entraña. Muy bien. Y un pedacito de cordero. Entonces. Y le digo. Buenas. Y suavecito, también soleada. Tiempo. Aquí en Carlos Quero. Y te acuse. Porque no tengo un corazón así como el que te dieron a ti. Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil. Y yo queriendo un corazón así como el que te dieron a ti. Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil. ¿Cuál es la buena? ¿Qué tengo que tomar? Estas son de alpaca que son muy buenas. Estas. Si no tenés estas que son de acero quirúrgico, que son buenas. Y esta también de acero quirúrgico labrada, que son muy buenas. Ok. Esta también es buena. Acero quirúrgico, chica. Tomamos esto. Tomamos esto. ¿Cuál se lleva esta? Sí. Por eso lo rompiste fácil. Y yo queriendo un corazón así como el que te dieron a ti. Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil. Quisiera ser como tú. Mann, wie geil, was ein Hammeressen. Also das beste Barbecue, was ich, glaube ich, je in meinem Leben hatte. Die Rippchen, die sind hier saftig und nicht irgendwie trocken wie bei uns. Auf jeden Fall, ja, war das total super lecker. Wir sind Matthias und seiner Familie voll dankbar, dass er uns hier mitgenommen hat. Und ja, echt empfehlenswert. Carlos Quén ist übrigens eine alte Bahnstation von den Engländern. Hier steht auch noch ein alter Zug rum. Und das haben die hier alles aufbereitet. Sieht aus wie so ein altes Westerndorf. Also ist echt super cool. So, jetzt bin ich erstmal voll gefressen und jetzt geht's weiter. Auf dem Rückweg lernen wir eine weitere Besonderheit der Argentinier kennen. Autobahnen werden gerne dafür genutzt, dass man auf dem Seitenstreifen, auf dem Gras Picknick macht. Also man sieht wirklich eine Familie nach der anderen dort stehen und einfach grillen, sich ausruhen, im Schatten liegen. Ja, und wenn es Stau auf der Autobahn gibt, fahren die mit wirklich allen ihren Autos über dieses Gras. Das sind dann auch keine vierradbetriebenen Fahrzeuge und die kommen auch oft nicht weiter, bleiben stecken oder setzen auf. Also es war echt eine wilde Rallye nach Hause, kann man nur sagen. Wir haben einen wunderschönen Sonntag, umgeben von der Herzlichkeit und der einzigartigen Gastfreundschaft einer argentinischen Familie verbracht. Wir haben Orte kennengelernt, die wir so sonst nie gesehen hätten und absolut wertvolle Informationen bekommen für unsere weitere Reise durch Lateinamerika. Es gibt nicht genug Worte, um uns bei Matthias und seiner absolut lieben Familie zu bedanken. Wir sind sehr dankbar, sie kennengelernt zu haben und es war ein wunderschöner Tag. Damit endet unser Video für heute. Wir sehen uns in der nächsten Woche und freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao!